Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum Neumond-Reading. Ich bin gespannt, welche Botschaft ich hier weitergeben darf fürs Kollektiv. Und wir schauen. Wir hätten jetzt gern mal schöne Themen. Es geht mal ausschließlich um uns. Welch tolle Sache. Wir legen uns in den Mittelpunkt, in die Ausgangssituation. Und es geht um uns, unsere Freunde, unsere Kinder und die anderen. Und es geht darum, dass wir für uns auf einem sehr guten Weg sind, unser eigener bester Freund zu werden. Ich habe so ein bisschen Verstrickung auf der Gedankenebene. Möglicherweise geht es hier auch um ein Mutter-Kind-Thema, ne? Das hat verschiedene Bedeutungen. Allerdings denke ich, dass es eher so ist, dass wir uns im Kreise drehen beim Denken. Es geht hier darum, dass das Unterbewusstsein irgendwo einen Mangel hat, dass der Verstrickungen vielleicht viele sind oder dass man das Gefühl hat, man ist nicht auf dem geraden Weg. Vielleicht ist es auch so, das kommt in letzter Zeit echt öfters vor. Treue, Freundschaft und Loyalität sind ein seltenes Gut. Und möglicherweise spielt es sich in diesem Bereich ab. Es geht um Veränderungen, die in der Vergangenheit bereits stattgefunden haben, die hier noch Mitläufer sind. Und es geht darum, Umbrüche und Hindernisse zu überwinden. Aus der eigenen Sicht raus hat man so gar keinen Bock mehr, belastet, stagniert, vergiftet sich zu fühlen oder auch immer wieder an die gleichen Hindernisse zu stoßen. Das können auch Triggerpunkte sein, ne? Wo einem jetzt so wieder begegnet, was in der Vergangenheit schon mal zu einem Hindernis geführt hat. Lass mich ein bisschen weiter gucken. Hier kommt aus dem Umfeld eine stabilisierende Energie. Es geht um das Leben, unsere Stationen und auch um den Wachstum, den wir immer wieder brauchen. Und es geht hier irgendwie auch um einen Weg, der eine Kurskorrektur kriegt, wo man die Dinge so angeht, dass wir selbst uns vorne anstellen oder eventuell auch sagen, ich kann nicht überall dabei sein, ne? Ich kümmere mich mal um meine eigene Loyalität. Das eine sind unsere Hindernisse, das andere ist das, dass man vielleicht auch oft Hindernisse der anderen zu seinen eigenen macht und so selber Stagnation ins Leben kriegt. Wir haben hier ein Fundament in der längeren Zeit liegen, das wir uns erarbeiten, wo wir Familienthemen wieder getragener haben, verbundener sind. Möglicherweise hat hier der eine oder andere einen Kampf auch mit einem Arbeitskollegen, das könnte auch sein, der hier harmonisiert wird. Es geht auch darum, ich sage mal so, das Gefühl zu haben, dass man in einer gewissen Balance ist. Und es geht um Frieden schließen mit irgendeinem Thema. Vielleicht auch mit sich selbst. Wir liegen hier in der Mitte drin, ne? Wir und die anderen. Unten haben wir den seelischen Aspekt. Etwas wirkt auf die Seele ein, etwas wirkt von außen auf die Seele ein. Und wir haben hier auch das seelische Wachstum.
All die anderen, die jetzt zum Beispiel arbeiten oder wo es um die Finanzen geht, man sieht hier mit den Blumen einen Dreh in eine richtige Richtung, wo wir über Hindernisse auch hinausfliegen. Es kann jetzt hier speziell auch sein, dass es da etwas gibt mit einem speziellen Menschen aus dem Arbeitsbereich, ne? Vielleicht auch tatsächlich um den Punkt Loyalität. Ja, möglicherweise kennt man auch dieses Ding. Also das kann wirklich ein Trigger sein, wo man denkt, diese Verhaltensweise, die ist mir schon mal aufgefallen, warum begegnet mir das jetzt wieder? Was muss ich da noch tun, um selber nicht in die Kampfstimmung zu gehen? Wir haben Klarheit aus dem Umfeld, Dinge, die sich unter einen guten Stern stellen, Blockaden und Mangelgedanken, die sich beenden. Allerdings sehe ich noch ein paar Hindernisse. Also dieser Weg, den gilt es wirklich zu erarbeiten, aber wo er endet, ist es sehr schön. Ne? Wir haben hier Ausgeglichenheit, Balance, Harmonie, einen Kampf, der beendet ist. Das ist ja was, das ist einem schon mal begegnet, auf jeden Fall. Man kennt es irgendwoher und man hat sich vielleicht auch schon 1000-mal geschworen, das Ding nicht mehr so zu tun, und doch macht man Dinge oft wieder gleich, obwohl einem bewusst ist, dass es da etwas gibt, was ein bisschen giftig ist, ne? Es kann hier wirklich auch speziell ein Family-Thema sein, ne? Du, die Familie, das Außen, der Beruf, wie kriegt man das alles unter seinem Hut? Wie kann man sich selber der beste Freund sein, ohne andere auch vor den Kopf zu stoßen? So, wir haben hier die Dornenhecke, hier geht es um die Unabwägbarkeiten. Das wissen wir schon, ne? Man ist in einer Situation, wo man sich dessen bewusst ist. Mit dem Wort Dornenhecke haben wir halt schon auch, ne, den steinigen, stacheligen Weg, die Herausforderung eigentlich auch, die vor einem liegt. Und hier wird uns einfach geraten, dass wir das Weiterkommen nicht auf Biegen und Brechen erzwingen, damit wir uns nicht immer noch mehr in diese Hecke reinschlängeln. Und es geht auch darum, dass in dieser Legung hat das Hindernis, das hier auftritt, einen Grund. Also das ist nicht, dass man drauf losbrechen soll, sondern man wird ausgebremst, man wird gestoppt. Man ist in der Situation, wo man auch manchmal nichts machen kann und wo wir erst weitergehen können, wenn wir eine klare Richtung haben, die hier definitiv kommt. Also das Hindernis hier ist eigentlich ein Schutz. Hier ist Timing auch wirklich alles. Und man darf darauf vertrauen, dass man eine reiche Belohnung erhält, wenn man im Vertrauen bleibt, dass sich die Dinge hier ebnen. Das ist keine leichte Sache. Hier geht es um die Energie, die für etwas vorhanden ist, die eben auch, wenn wir uns das jetzt mal nochmal angucken mit dem Anker, der hat hier diese, ja, die Waagschalen ausgeglichen. Etwas ist in Balance und man hat das Gefühl, dass man getragen ist, und hier ist es ähnlich, ne? Sie pendelt mit ihrer Energie, möglicherweise hat man sich energetisch auch schon verausgabt und man hat jetzt die Möglichkeit, in der Zeit, wo die Hindernisse sind, Energiereserven anzulegen. Und hier geht es dann auch mit guten Impulsen los, und wenn es losgeht und wenn es dann klarer wird und der Weg frei, dann dürfen wir hier einen Zustand haben, bei dem wir eben auch, naja, wie möchte ich es nennen, die Energie haben, die wir brauchen, um zu starten. Also das Hindernis ist hier nicht umsonst da. Manchmal gehen die Türen nicht auf und es ist zwar ärgerlich, aber es ist dann auch ein Schutz. Hier geht es um Konditionierungen, Erinnerungen, die nicht länger wirken sollen oder die uns definieren. Es geht eigentlich darum, dass wir hier etwas so lernen oder in die Veränderung bringen, das uns ganz neu definiert. Ne?
werde dein bester Freund. Ne? Wir sind nicht alle immer jung. Man wächst hier an diesem Experiment oder in dieser Erfahrung auch und man hat hier vielleicht auch so ein bisschen die Resonanz mit der Jugend, mit dem Jungsein und was man selber so erlebt hat. Unten am Deck haben wir hier noch Back to Reality. Also nicht in der Vergangenheit leben, nicht in der Jugend hängen bleiben. Ankommen, das würde der Anker für mich auch beschreiben, so dieses Gefühl, ich bin angekommen und ich bin in meiner eigenen Realität unterwegs und nicht in irgendetwas, was mich eigentlich ablenkt. Sehr spannend. Geerdet sein ist hier auch wichtig. Ne? Hier sind wir mit der Kakerlake tatsächlich in einem Reinigungsprozess, bei dem es auch wichtig ist, innezuhalten, damit man mit sich selbst ins Reine kommt, sich selbst sein bester Freund wird und wo man auch die dunklen Ecken ein bisschen besser abchecken kann. Dieses Hindernis, das hier liegt, das bringt uns eben auch die Zeit, dass wir unsere Angelegenheiten bereinigen und eben alles auch reinigen, was Reinigung bedarf. Hier kann man auch entrümpeln, zum Beispiel die Wohnung, den Keller oder aber die Seele. Es geht um Erinnerungen, die nicht länger gehalten werden sollen, das haben wir hier. Ne? Definiere dich nicht über Erinnerungen, sondern sei der Mensch, der du eben jetzt bist. Und ja, es kann so eine Phase sein, wo man auch ausmistet, damit neuer Raum entstehen kann. Das kann man energetisch machen, das kann man aber tatsächlich auch im Haus machen, ne? in der Umgebung, wo man sich aufhält. Also nutze die Zeit gut, um Dinge in Ordnung zu bringen. Okay, schauen wir noch mit den Sorcery Cards, welche Karte fällt hier für die Legung, für den Neumond, fürs Kollektiv. Das finde ich jetzt hier sehr, sehr passend, denn hier geht es ja darum, sein eigener bester Freund zu sein. Möglicherweise hat man hier auch ein Thema mit einem Kind und man hat hier so dieses Beschützertum mit an Bord. Man bringt irgendein Opfer, von dem man selber aber dann nichts hat, sondern ja, eher im Hindernis landet. Hier kann es auch sein, dass irgendein Zweck die Mittel heiligt. Es ist so eine Sache, ne? Das ist ein schmaler Grat für jemanden einzustehen, sich etwas in den Weg zu stellen oder auch sich selbst dabei zu verlieren. Ne? Also die Mitte wird es wahrscheinlich ausmachen bei dem Ganzen. Gucken wir, was die Vögelchen noch sagen. Der Buntspecht. Ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Also wenn sich hier ein Hindernis, eine Blockade aufzeigt, hat es diesmal seinen Grund. Wie wir den nutzen können, wurde uns hier erklärt. Und jetzt wünsche ich euch allen eine ganz schöne Neumondphase. Ich drücke euch, bis bald.